Hey Leute, ich bin's Fritz und ich kriege immer wieder Nachrichten, stell doch mal ein bisschen günstigere Ausrüstung vor oder unter Facebook, Instagram Bildern, mach doch mal einen Vergleich, ein bisschen mehr günstigere Ausrüstung, was ist besser, Qualität und so weiter. Und deswegen gibt es heute mal ein teuer versus günstig. Es treten gegeneinander an die günstige Variante von Banggood, ca. so um die 20 Euro, gegen den Maxpedition Falcon 2, 180 bis 200 Euro. Wir machen ganz schnell einen ersten Eindruck und sie wirken ziemlich identisch. Wir haben hier oben diesen typischen Y-artigen Spannriemen. Wir haben ein großes Hauptfach, ein zweites Fach und vorne zwei aufgesetzte Taschen. Was ein bisschen auffällt als allererstes, dass der Maxpedition Falcon 2 pro Seite zwei Kompressionsriemen hat und der Rucksack von Banggood nur einen. Ansonsten hinten gepolstertes Tragesystem. Hier oben Henkel, alles zum Verstellen, alle möglichen Schnallen. Was mir sofort aufgefallen ist, was ich leider ein bisschen nervig finde, ihr hört's, die günstige Variante klappert etwas, die teure nicht. Wer keine zwei linken Hände hat, nimmt sich eine Zange, macht überall die Sippe ab und ersetzt das Ganze durch Paracord und schon ist es genauso ruhig wie der Maxpedition. Ihr kennt das, ich starte als allererstes immer mit dem Tragesystem, also gucken wir uns die Rückseite an. Generell bei ca. 20 bis 25 Liter Daypack achte ich jetzt nicht zu krass auf ein wunderbares Tragesystem, weil wir keine riesen Lasten tragen, aber trotzdem sollte es schon ein bisschen gemütlich gepolstert sein. Rückensystem sieht ziemlich identisch aus, allerdings haben wir beim Banggood eher so eine Art Mesh-Gewebe und hier dann schon festes Material. Wir haben auch eine Tasche hinten dran für zum Beispiel eine Trinkblase. Bei dem Maxpedition, also der teuren Variante, ist es mit einem seitlichen Reißverschlusseinschub und natürlich auch oben für den Trinkschlauch. Und bei der günstigen Variante haben wir oben einfach ein Fach mit Klett, was wir aufmachen können für eine Trinkblase hier hinten und natürlich auch hier den Durchführungsschlitz für das Trinksystem. Was bei beiden Rucksäcken auffällt, sie haben keine Stabilität im Rückensystem. Das heißt, man kann die einfach komplett, ja, wie so ein Beutel kann man schon fast sagen, hin und her knicken, sowohl beim teuren als auch beim günstigeren Modell. Das heißt, beim Packen muss man bei beiden Modellen ein bisschen aufpassen, dass man jetzt nicht eine beulige Flasche hinten reinmacht oder irgendwas Spitzes, sondern dass es eher ja, was Flaches, Gerades ist, vielleicht ein Pulli oder eine Trinkblase für angenehmen Tragekomfort. Ja, dann haben wir Schulterriemen. Ich würde sagen, dass die von Maxpedition generell ein bisschen fester vom Material sind und sie sind auch ergonomischer geformt. Die haben hier unten so eine kleine Drehung drin, gerade wenn es hier in den Bereich geht, wo die vom günstigen Rucksack einfach nur ja, ganz normal gerade sind. Beide Modelle haben verschiedenste Einstellmöglichkeiten von Länge mit Brustgurt, ja, hier noch irgendwelche Schlaufen, Laschen, Gummistraps. Bei der günstigen Variante ist auch noch ein D-Ring dran. Das nimmt sich nicht viel. Allerdings finde ich einfach, dass die Maxpedition-Variante ein bisschen hochwertiger wirkt von den Materialien und auch von den Schnallen. Wir haben bei beiden Modellen auch noch einen Bauchgurt dran, ganz normal als Riemen gehalten. Und den kann man hier aber auch, wenn man möchte, abmachen. Ich persönlich nutze bei so ganz leichten kleinen Daypacks eigentlich sehr, sehr selten einen Bauchgurt. Wir haben bei beiden Varianten diese Y-Variante hier vorne dran mit Straps, wo man das Ganze hier auch unten jeweils feststellen kann, um zum Beispiel ja, noch eine Jacke außen dran zu befestigen. Die Patchfläche, finde ich, ist bei der günstigen Variante ein bisschen doof gewählt. Die befindet sich nämlich genau hier unter diesem Y, sodass man die Patches nicht wirklich sieht. Bei der teuren Variante ist die hier vorne drauf, sodass man da ja, ein bisschen mehr freieres Feld hat. Kleinigkeiten, aber ich finde es besser. Farblich ist es ja beides in Coyote gehalten. Bei der günstigen Variante haben wir die Elemente teilweise in schwarz, also gewisse Schnallen. Hier ist es einfach ein komplett Coyote, ist denke ich eine reine Geschmackssache. Generell so vom Anfühlen, vom Material her wirkt der teure einfach ein bisschen robuster, ein bisschen steifer vom Stoff her, von den Riemen her. Da ist der günstigere einfach ein bisschen ja, fluffiger. Ihr seht hier oben lässt sich das alles so ein bisschen zusammenknorkeln. Der hat hier einfach eine gewisse Steifigkeit schon drin. Bei der günstigen Variante haben wir noch zwei Molle-Elemente dran, also so kleine Schlaufen. Bei der teuren Variante sind es 5 Molle-Schlaufen. Ja, ist wieder Geschmackssache, wer sich da jetzt unbedingt noch was ranbasteln will. Ich persönlich nutze das meistens selten. Da würde ich sagen, öffnen wir die beiden Sachen und gucken uns die Fächer einfach mal von innen an. Und wir starten einfach mal mit dem Hauptfach. Ich habe ein bisschen was reingepackt, einfach nur zur Demonstration. Also da ist jetzt kein System dahinter, sondern dass ihr einfach ein Gefühl dafür kriegt, was so reinpasst. So, macht die mal komplett auf. Auch hier merkt man wieder, dass der Maxpedition einfach schon, ihr seht selber, er ist ja ein bisschen steifer einfach. Der steht hier, das ist irgendwie ein bisschen ja, robuster einfach. Und der bricht halt hier gleich alles ein bisschen zusammen. Es ist vom Material einfach ein bisschen, ja, nicht ganz so fest, würde ich sagen. Wir haben bei beiden Varianten auf der Rückseite eine kleine Tasche. Hier einmal als Netz, hier einmal mit ja, ganz normalem Stoff. Kann man ein bisschen Kleinscheiß reinmachen, was ich, ein Feuerzeug oder ähnliches.
Dann ein größeres Hauptfach, als Beispiel mal ein paar Tücher, Näschinflasche, hier natürlich auch ein Tuch und eine Clean Canteen. Im vorderen Bereich haben wir 2 Netzeinschübe für jeweils ja, Handschuhe zum Beispiel. Kann man noch anderen Kram reinmachen. Das heißt, hier ist eigentlich schon ja, der Aufbau ziemlich identisch. Wir haben beim teuren Modell hier oben noch eine kleine Schlaufe drin vernäht. Ansonsten nimmt sich das nicht viel. Eine Sache, aus der ich noch nicht ganz schlau geworden bin, vielleicht wisst ihr es ja, dann könnt ihr es mal in die Kommentare schreiben. Bei dem teuren Modell, beim Maxpedition Falcon 2, ist hier oben drauf noch so eine Art Doppellasche. Also einmal eine kleine mit einem Clip drauf und eine, die man hier zumachen kann. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wofür die ist. Ob man hier einen Trinkschlauch ranmacht oder irgendein Special Feature hat der günstige nicht. Ich wüsste aber auch nicht, wofür ich es benutzen würde. Also, wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. So, machen wir das zweite Hauptfach auf. Hier habe ich jeweils einfach mal einen Pullover reingepackt. Bei der günstigen Variante haben wir wirklich hier nur ein Fach, also da ist keine weitere Unterteilung. Bei der teuren Variante haben wir zusätzlich hier oben noch so ein kleines Organizer-Element mit einem flachen Einschub und 2 flachen Netzeinschüben drauf. Ansonsten ja, ein kleineres zweites Hauptfach. 2 kleine Taschen warten noch auf uns, und zwar hier die obere aufgesetzte, hier mal ein bisschen Paracord drin. Und auch auf der anderen Variante ein bisschen Paracord. Hier gibt es jetzt keine Unterteilung drin, sondern es ist einfach eine Einzeltasche. Und als letztes gibt es dann hier eine aufgesetzte Tasche. Ich habe meine Taschenlampe drin. Und bei der günstigen Variante gibt es hier jetzt auch keine extra Unterteilung. Bei der teureren Variante bzw. dem teuren Modell habe ich jetzt auch die Taschenlampe drin, und wir haben hier nochmal flache Organizer-Einschübe für Taschenlampe, keine Ahnung, Handschuhe, Taschentücher, Kulis, was auch immer. Also hier können wir noch ein bisschen mehr organisieren und haben hier auch nochmal so einen ja, kleinen Karabiner dran, wenn man zum Beispiel seinen Schlüssel dort nicht verlieren möchte. Ansonsten befindet sich auf der Vorderseite auch noch ein bisschen Molle-System, eigentlich ziemlich identisch. Jetzt natürlich die Frage der Fragen, welche Variante ist besser, günstig oder teuer? Zum jetzigen Zeitpunkt habe ich keine Langzeiterfahrung, das heißt, ich kann nicht wirklich über Materialverschleiß sprechen, aber es kommt nur vom optischen, von der Organisation her, vom Anfühlen der beiden Rucksäcke einfach ganz klar auf den Geschmack drauf an. A, was habe ich für ein Budget zur Verfügung? Was ist mir wichtig? Reicht mir die günstige Variante, die vielleicht ein bisschen klappert, aber wo ich einfach selber noch ein bisschen ja, vielleicht nachjustiere und der Patch mir vorne vielleicht auch nicht so wichtig ist und damit zufrieden bin? Oder möchte ich vielleicht hier ein bisschen mehr Model noch haben, ein bisschen mehr Organisationsmöglichkeit, will halt wirklich eine ja, teure, bekannte Marke haben, die für ja, starke Qualität steht und sehr robust ist. Das muss jeder für sich selber entscheiden, und ich denke auch, jeder sollte da seine eigenen Erfahrungen sammeln. Das Video sollte eigentlich dafür dienen, einfach mal so ein bisschen das Ganze zu vergleichen. Ich zeige euch einfach 2 Modelle, die ziemlich identisch sind, vergleicht die miteinander, und dann könnt ihr entscheiden, was euch wichtig ist, und natürlich auch eure eigenen Erfahrungen sammeln. Jetzt würde mich natürlich eure Meinung auf jeden Fall interessieren. Zum ersten natürlich, was haltet ihr generell vom Thema teuer versus günstig? Was ist da ja, einfach eure Erfahrung? Und generell zu diesem Videoformat, wenn man das so nennen möchte, würde euch das interessieren, einfach weitere Videos zu dem Thema zu sehen? Günstige Ausrüstung versus teure Ausrüstung? Schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst ein Like da, Abo nicht vergessen, und wir sehen uns auf Instagram, Facebook und Co. Bis dann, ciao, ciao! Ja, noch ein bisschen Schleichwerbung am Ende. Ihr wisst es, die Patches sind von mir, Survival Lost Places. Ich habe noch ein paar andere mittlerweile erstellt. Wer Bock drauf hat, schaut einfach mal in die Videobeschreibung unter Merch bzw. Patches. Da sind die ganzen Sachen verlinkt und kann sich auch so ein gutes Stück gönnen, wie ihr Bock habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!